Hallo, unter meinem letzten Video über meinen Camper-Motorschaden ist in den Kommentaren eine Diskussion darüber entbrannt, ob eben Dieselfahrzeuge an sich obsolet sind. Ich weiß zwar nicht, wie man darauf kommt, aber daher möchte ich das Thema hier gerne aufgreifen, denn ich habe vor etwa einem Jahr ein Video bereits gefilmt, aber bisher noch nicht veröffentlicht, über meine Meinung zu Elektrofahrzeugen. Und meine Meinung basiert nicht auf einer Meinung, sondern die basiert auf tatsächlicher Erfahrung. Und das möchte ich auch euch bitten, wenn ihr kommentiert, bitte sachlich bleiben. Schimpfwörter werden in den meisten Fällen automatisch von meinem System gelöscht. Also Blödsinn, Unsinn sind eben keine Argumente, Verschwörungstheoretiker eben auch nicht. Und bei vielen E-Mobil-Befürwortern habe ich einfach gemerkt, dass da mehr Ideologie dahinter ist. Deutschland vor allem soll die ganze Welt retten, indem sie jetzt auf Elektrofahrzeug umstellt. Und da denkt man ja auch an die tolle Landschaft, ein Auto, geräuschlos, ohne Abgase, wunderbar. Aber was man eben nicht sieht, ist der ganze Dreck da hinten. Ganze Landstriche werden dafür verwüstet, dass wir hier einen auf Grün und Elektro machen können. Und das wird komplett ausgeblendet. Darüber hinaus bestehen diese Batterien aus sogenannten seltenen Erden. Selten. Das heißt, da ist nichts mit nachhaltig, die wachsen nicht auf Bäumen nach, sondern die seltenen Erden werden irgendwann so selten sein, dass sie entweder zu teuer sind oder vom Markt verschwinden. Mit anderen Worten, die E-Mobiltechnik ist aufgrund dessen schon keine Zukunftstechnologie. Das wissen auch die meisten Autohändler. Manche spekulieren mit Kernfusion, andere wieder mit Wasserstoff. Aber irgendwas wird danach kommen, was sie uns verkaufen wollen. Und darum geht es in erster Linie. Und wenn wir eben nicht kaufen wollen, dann muss man eben die Leute zwingen, so zum Beispiel wie in Norwegen. In Norwegen dürfen seit 2025 als Pkw nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Und nach meiner Erfahrung machen Elektrofahrzeuge in Norwegen wenig Sinn aufgrund der Kälte. Denn Batterien sind nun mal kälteempfindlich und leiden darunter. Das habe ich am eigenen Leib bzw. an meinem eigenen E-Auto zu spüren bekommen und darum wird es gleich gehen. Aber trotz dieser negativen Erfahrungen habe ich mir überlegt, einen E-Ducato zu kaufen. Es gibt tatsächlich auch einen Fiat Ducato auf Elektromotorbasis und das habe ich mir kurz angeschaut und dann war die Sache nach 5 Minuten erledigt. Worauf kommt es an? Wir wollen mit dem Camper weit fahren. Wie ist die Reichweite von einem Fiat Ducato mit der großen Batterie? 250 Kilometer. Nochmal. 250 Kilometer. Und wir wollen nicht immer nur nach Norwegen reisen, wo alle 25 Kilometer eine Ladestation ist. Ich würde zum Beispiel ganz gern nach Marokko mal fahren, aber in Marokko habe ich Pech und da ist innerhalb der 250 Kilometer maximalen Reichweite oft keine Ladestation. Also auch da ist das Thema schon zu Ende. Der nächste Punkt bezüglich Elektro-Ducato, Diesel-Ducato ist das Gewicht. Der Elektro-Ducato wiegt 500 Kilo mehr. Diese 500 Kilo, die verliere ich natürlich an Zuladung. Auch für einen Camper vollkommen uninteressant. Und zum Schluss, selbst wenn man es ökologisch sieht und dafür vielleicht sogar mehr Geld ausgeben möchte, der E-Ducato kostet mindestens 13.000 Euro mehr. Okay, aber jetzt zu meiner Erfahrung mit dem Elektroauto. Eine kurze Geschichte unseres E-Autos in Norwegen, ein Kia Soul e.V. vom Baujahr 2015. Mit der kleinen 30 Kilowatt Batterie. Wir haben uns von der Elektromobilität hier in Norwegen anstecken lassen, was ja hier auch kein Problem ist, denn man hat mindestens alle 25 Kilometer eine Ladestation für das Auto. Allerdings nicht unbedingt auch für das Auto, ich meinte E-Mobile allgemein, denn hier sind verbaut ältere Anschlüsse, der sogenannte Typ 1 und der CHAdeMO Stecker für die Schnellladestation. Soweit so gut, das ging auch einige Jahre gut. Wir haben den Wagen jetzt 3 Jahre, also dementsprechend nicht so lang. Das Auto ist jetzt eben knapp 10 Jahre und wir haben das Auto gekauft im Winter mit so ungefähr 80 Kilometern und im Sommer bis zu 120. Sogar einmal, glaube ich, über 120 Kilometer bin ich damit gefahren. Da dachte ich echt schon, das ist es. Insgesamt ist das Auto wirklich top. Keinerlei Rost in dieser Zeit angesetzt, aber der Elektromotor bzw. die Batterie, das ist das Handicap dieses Autos. Unser erstes großes Abenteuer mit der Alma haben wir erlebt auf der Strecke nach Ålesund. Ungefähr 4,5 Stunden Fahrt von hier, normalerweise. Und wir haben uns diese Stationen, die kann man sich über verschiedene Apps anzeigen lassen, also die Ladestationen auf der Strecke anzeigen lassen und eben auch entsprechend die Route geplant. Aber was wir nicht geplant haben, war zum einen, dass
an öffentlichen Stationen so ein Auto nur 80% laden kann. Damit war unsere Planung schon hinfällig. Und was wir nicht mit eingeplant haben, ist das Wetter hier in Norwegen. Denn auf der Rückfahrt, da wurde es auf einmal kälter und windiger. Und damit brauchst du Heizung, Sitzheizung unter Umständen auch, Scheibenwischer brauchst du. Und das alles geht aber von der Hauptbatterie, also von der großen Batterie, von der Hochvoltbatterie des Autos ab. Und damit sind unsere Intervalle immer weiter geschrumpft. Das heißt, wir mussten öfter laden. Wir haben nur noch die Nachtfähre bekommen, mit Glück. Und sind dann spät in der Nacht hier wieder zurückgekommen, wo wir eigentlich erwartet haben, dass wir so um 20 Uhr eintrudeln, waren wir, glaube ich, 3 oder 4 Uhr in der Nacht mit dem Auto hier. Also das war schon mal so das erste Ding, wo wir dachten, na, E-Auto ist vielleicht doch nicht so der Knaller. Auch wenn natürlich die Ruhe, die man in einem Auto hat, eines der Merkmale ist, weswegen sich ein E-Auto lohnt. Und natürlich, dass man es direkt am Haus laden kann. Das ist ganz fantastisch. E-Auto in Norwegen ist ja extrem populär. Das hat hier kein Ende, dieser Boom. Es fährt hier selbst in dem Dorf bestimmt jetzt inzwischen jedes zweite Auto mit elektrischer Energie. Aber lohnt sich das? Man sagt ja landläufig so, in Norwegen wäre der Strom so extrem billig und deswegen lohnen sich auch die E-Autos. Aber was viele dabei nicht einkalkulieren, du hast hier wesentlich schlechtere Bedingungen für eine Elektrobatterie. Das heißt, es ist kälter, du brauchst mehr Strom, dadurch, dass du eben die Heizung brauchst, dadurch, dass die Reifen in der Nässe und auf dem Schnee durchdrehen und mehr Energie brauchen. Dadurch brauchst du hier natürlich mehr Strom, als das dann im Verkaufsprospekt angezeigt wird. Wir haben im Winter teilweise bis zu 18 Kilowatt mit diesem Auto verbraucht. Im Sommer, da haben wir dann ungefähr 12 Kilowatt. Ja, und so hofft man natürlich auf schönes Wetter hier immer in Norwegen, denn dann verbraucht das Auto entsprechend wenig. Aber wenn hier schön Wetter ist, dann ist der Strompreis hier relativ hoch. Der meiste Strom, der in Norwegen produziert wird, der stammt von der Wasserkraft. Ist es trocken, regnet es, manchmal sogar wochenlang nicht, das kann auch hier passieren, dann haben wir teilweise Strompreise von umgerechnet 60 Cent die Kilowattstunde bezahlt. Und dann ist ein E-Auto-Verbrauch mindestens den gleichen Preis wie ein moderner Benziner. Wenig Strom hat man bloß verbraucht, wenn es halt entsprechend viel regnet und eben noch nicht gefroren und glatt ist. Weil wenn es friert, dann laufen die Wasserfälle natürlich auch nicht. Irgendwann, etwa vor 1,5 Jahren, ist dann die Strecke, die wir fahren konnten, extrem eingebrochen. Es war sehr plötzlich und ich meine, es hätte damit zusammengehangen, dass wir das Auto an der Ladestation, an der öffentlichen mit Chademo komplett vollgeladen haben und statt der dann üblichen im Sommer angezeigten 120 standen da plötzlich nur so 98. Das hat mich schon stutzig gemacht. Das ging dann immer weiter runter, bis wir jetzt, Stand 2024, nur noch maximal 60 Kilometer mit dem Auto fahren konnten. Wir haben das Auto natürlich versucht zu verkaufen. Die erste Frage war dann natürlich immer, wie viele Kilometer fährt das Auto noch? Also wir haben es versucht, bei Händlern zu verkaufen, privat zu verkaufen. Und es ist wohl eine Krankheit von vielen Autos der ersten oder zweiten Generation, dass die Batterien halt scheinbar kaputt gehen. Also die einzelnen Zellen. Und dann haben wir einen Test gemacht und dieses Auto hat dann nur noch 46% Ladekapazität gehabt. Naja gut, wir haben es halt mit diesen 46% versucht zu verkaufen. Nur hat sich jetzt ergeben, dass das Auto zunächst nicht mehr an der großen Ladestation am Haus geladen hat, also mit 32 Ampere Normalstrom, aber dann plötzlich auch nicht mehr seit vorgestern mit dem Notladekabel, was immer noch funktioniert hat. Kurz gesagt, das Auto ist tot und muss gleich abgeschleppt werden. Ja, mein Fazit nach 3 Jahren Nutzung mit dem Kia Soul EV. Nach anfänglicher Euphorie, wie toll das ist, die Ruhe, dass man es am Haus laden kann, das ist wirklich extrem praktisch. Im Endeffekt war es auch wesentlich billiger vom Verbrauch her als ein Benziner, aber letztendlich haben wir das Auto nur 3 Jahre gefahren. Das Auto hat jetzt eben knapp 10 Jahre. Letztendlich hat das Auto aus ökonomischen und ökologischen Gründen leider nicht so viel Sinn gemacht. Es hat fast 10.000 Euro gekostet und hat jetzt einen Schrottwert von ungefähr 2.000 Euro, wenn es hochkommt. Aus ökologischen Gründen deswegen, nicht nur wegen der Batterie, da ja die Entsorgung dieser Batterien immer noch ein bisschen unklar ist, was damit passiert, wie man das umweltschonend entsorgen kann. Und natürlich zum anderen, das hier ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, aber wie man sieht, eigentlich ein Auto, was in gutem Zustand ist, das jetzt einfach irgendwo auf einem Hof vor sich hingammeln muss.
Ressourcenverschwendung und Verdreckung der Umwelt. Daher mein Urteil zu unserem ersten E-Auto in Norwegen: schlecht. Geht gar nicht.